In diesem Konzertprojekt der Innsbrucker Abendmusik in Kooperation mit den Tiroler Landesmuseen steht die Musik von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt, und zwar in diesem Fall die Sonaten für Viola da Gamba und Obligates Cembalo. Und es ist ein großer Glücksfall, dass wir bei diesem Projekt 2 Instrumente von Jakob Steiner, dem Tiroler Geigenbauer, im Einsatz haben. Das hat sich so ergeben, dass Rebecca Rousseau seit 20 Jahren circa ein Instrument von Jakob Steiner zur Verfügung hat und bespielt. Und ergänzend dazu wird sie auch ein Instrument aus dem Fundus der Tiroler Landesmuseen, eine Leihgabe, auch in diesem Fall, bespielen. Und es ist hochspannend, den Vergleich zu ziehen zwischen diesen beiden Instrumenten, die wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit gebaut worden sind. Warum setzt man überhaupt für ein Konzert mit Musik von Johann Sebastian Bach Instrumente von Jakob Steiner ein? Zum einen besaß Johann Sebastian Bach nachweislich eine Geige von Jakob Steiner, das weiß man aus dem Nachlassinventar. Zudem wurden in der Hofkapelle von Köthen, der Bach als Kapellmeister vorstand, mehrere Instrumente von Jakob Steiner gespielt. Und die Sonaten für Viola da Gamba und Cembalo stammen wahrscheinlich in erster Linie aus dieser Köthener Zeit. Das war die Zeit im Leben von Johann Sebastian Bach, wo er sich hauptsächlich mit der Instrumentalmusik beschäftigen konnte, wo er kaum kirchenmusikalische Verpflichtungen hatte. Köthen war ein calvinistischer Hof und aus diesem Grund war die Kirchenmusik zweitrangig, und deswegen konnte er als Hofkapellmeister sich auf die Instrumentalmusik konzentrieren. Wenn wir uns jetzt diese 2 Gamben von Jakob Steiner anschauen, die in diesem Konzertprojekt zum Einsatz kommen, so fällt auf, dass sie optisch sehr ähnlich sind. Vielleicht der auffälligste Unterschied ist, dass die eine C-Löcher aufweist, so wie die meisten Gambeninstrumente. Das Instrument aus dem Fundus der Tiroler Landesmuseen aber hat F-Löcher. Jakob Steiner war sicher einer der bedeutendsten Instrumentenbauer des 17. Jahrhunderts überhaupt, und im Bereich der Streichinstrumente gilt er als einer der bedeutendsten Meister, und das hat sehr viel damit zu tun, dass seine Instrumente allesamt eine herausragende handwerkliche Qualität aufweisen. Ja, so ein Konzertprojekt ist ja auch immer gewissermaßen ein Wagnis, weil man ein Instrument aus dem
Depot holt und das wird nach längerer Zeit wieder bespielt. Und es war auch sehr spannend zu erleben, dass die Klangqualitäten der beiden Instrumente doch sehr unterschiedlich sind, wo doch die Bauweise sehr ähnlich ist. Die Innsbrucker Gambe hat etwas sehr Warmes, einen sehr hellen und lieblichen Klang. Und die Gambe, die Rebecca Rousseau mitgebracht hat, die ist eher kerniger, grundtöniger. Und so merkt man auch, dass diese Instrumente natürlich eine Geschichte mitbringen. Also das hat sehr viele Gründe, warum das so ist. Hat auch mit der Besaitigung natürlich zu tun, mit vielen Umständen, die das Instrument vielleicht erlebt hat im Lauf seiner Geschichte. Was bei beiden bleibt, das ist diese herausragende handwerkliche Verarbeitung. Man sieht es auch an der Verwendung verschiedener Hölzer für die Zargen, also für die Seitenteile und für den Boden. Das ist sehr typisch für Jakob Steiner und ist natürlich sehr dekorativ und das zeichnet beide Instrumente gleichermaßen aus.